Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Wenn Sie neu in der Sendung sind, dann haben Sie uns gerade in einer Übergangsphase erwischt. Wir haben eine kurze Pause eingelegt, in der wir nicht weiter durch Dave Hunts Buch A Cup of Trembling, Jerusalem and Bible Prophecy gegangen sind. Und natürlich, wenn ich die Worte kurze Pause benutze, bricht unser Produzent Gary Carmichael in ein breites Grinsen aus, gefolgt von ein paar schallenden Lachern. Also, was eigentlich als eine Pause von ein paar Wochen gedacht war, während wir zu Daves neuestem Buch Countdown to the Second Coming gewechselt sind, hat tatsächlich 18 Wochen gedauert. Und Dave, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, ein zusätzliches Dutzend Wochen, die sind ziemlich schnell vergangen. Ich denke schon. Wenn man so alt wird wie ich, fliegt die Zeit. Okay, jetzt aber kehren wir zu A Cup of Trembling, Jerusalem in Bible Prophecy zurück. Und wenn sich irgendjemand noch so weit zurückerinnern kann, wir haben gerade Kapitel 10 abgeschlossen. Also, Dave, zur Erinnerung, Kapitel 11 trägt den Titel Islam und Terrorismus. Und A Cup of Trembling wurde 1995 veröffentlicht, mehr als 6 Jahre vor dem terroristischen Angriff vom 11. September 2001 auf New York City und das Pentagon. Dave, worauf ich hinaus will ist, islamischer Terrorismus war schon vor 9/11 eine Tatsache des modernen Lebens. Sogar das Ziel des Angriffs vom 9/11 war bereits zuvor ins Visier genommen und bereits bombardiert worden. Ja, das stimmt. Das World Trade Center war schon bombardiert worden. Das war am 26. Februar 1993. Und das wäre 8,5 Jahre bevor sie wiederkamen, um es erneut anzugreifen. Islamischer Terrorismus ist nicht nur, wir können es islamischen Terrorismus nennen, aber es ist der Islam, was es ist. Du würdest nicht sagen, Mohammed sei ein Terrorist gewesen. Er war der Gründer des Islam. Dann ist er kein Extremist, aber er hat eine Menge Menschen getötet. Er führte fast 30 Angriffe auf Dörfer und Karawanen an. Und seine Männer führten während seiner Lebenszeit weitere 50 Angriffe durch. Das ist also Islam. Das ist nicht erst jetzt Terrorismus. Und der Zweck davon ist, ich denke, wir haben es wahrscheinlich erwähnt, aber das liegt inzwischen so weit zurück, dass es keiner mehr weiß. Mohammed sagte, Allah habe ihm befohlen, gegen alle Menschen in der Welt zu kämpfen, bis alle Menschen bekennen, dass es keinen Gott gibt, außer Allah und Mohammed sein Prophet ist. In diesem Kapitel befassen wir uns mit einigen Dingen, Ereignissen aus der Vergangenheit. Aber sie haben nicht einmal das Fundament gelegt für das, was jetzt geschieht. Israel, Pakistan, weltweit, die Philippinen und Indonesien. Aber, Dave, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, das war 1995. Das wird stattfinden. Einige der Beispiele, die du nennst, die Achille Lauro, Entebbe, die Olympischen Spiele in München und so weiter, du hast gesagt, das sei die Vorbereitung. Das ist ziemlich prophetisch, oder? Nun, ich würde nicht behaupten, prophetisch zu sein, Tom. Es ist einfach... Du weißt, was ich damit meine. Richtig. Ja. Es ist schlicht gesunder Menschenverstand. Ja, du hast es einfach zusammengerechnet. Das ist es, was der Islam schon immer getan hat. Und ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Wahrscheinlich schon, aber ganz am Anfang, vor Wochen, als Mohammed starb, versuchte ein großer Teil Saudi-Arabiens, den Islam zu verlassen. Das waren Araber. Das waren die ersten Muslime. Sie waren mit dem Schwert dazu bezwungen worden. Sie versuchten da wieder herauszukommen. Und Abu Bakr, der erste Kalif, der Mohammed nachfolgte, sein Schwiegervater, wie wir wahrscheinlich erwähnt haben, er und seine Männer töteten etwa 70.000 Araber. Das waren Araber, die von Arabern getötet wurden. Ehemalige Muslime, die von Muslimen getötet wurden.
weil Mohammed sagte, wer seinen Glauben aufgibt, den tötet. Nun, das ist allgemein bekannt und es geschieht auf der ganzen Welt. Es geschieht im Sudan. Sie haben etwa 2000 Millionen getötet. Nicht nur diejenigen, die ihren Glauben aufgegeben haben, sondern um die Welt zu zwingen. Die Welt muss in den Islam gezwungen werden. Also die Bombardierung des World Trade Center damals 93. Das ist Teil dieses Projekts. Warum das World Trade Center? Nun, es repräsentiert den Westen. Es repräsentiert den Wohlstand, den wir haben. Wenn man bedenkt, dass die muslimischen Länder die Milliarden aus den Öleinnahmen haben und dennoch hast du hast 4000 saudische Prinzen. Weil selbst Saud, der Gründer Saudi-Arabiens, wir sind uns nicht sicher, mindestens 200 und wahrscheinlich 300 Frauen hatte. Im Islam darf man nur 4 gleichzeitig haben. Also war er ein guter Muslim. Er hatte nie 4 auf einmal. Aber wenn sie ihm unverständlich gab, weg mit ihr. Und hier kommt die nächste. Also hast du etwa 4000 saudische Prinzen. Und sie leben wie Prinzen, wie Könige, Multimillionäre, wenn nicht Milliardäre. Einige von ihnen. Und der Rest der Leute wird ziemlich niedergehalten. Du findest in muslimischen Ländern nicht die wirtschaftlichen Vorteile, die du im Westen hast. Keines von ihnen ist eine Demokratie. Du hast keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit und so weiter. Das ist Islam, okay? Also war die Bombardierung des World Trade Center nur Teil eines Angriffs, der darauf abzielte, diese westlichen Mächte zu brechen. Es ging nicht nur um die Vereinigten Staaten. Aber das ist das Zentrum des Handels für die Welt. Und es ist Teil ihres Ziels. Sie werden die Welt einschüchtern. Sie werden die Welt übernehmen. Sie werden jeden zwingen, sich den Islam zu beugen. Und natürlich geht das schon seit jeher so. Dave, du zitierst einen Mann. Du hast seinen Namen genannt. Ich erinnere mich gerade nicht daran. Aber der Mann fragte Mohammed nach dem besten Vorgehen für einen Gläubigen. Und Mohammed sagte ihm, Glaube an Allah und Dschihad auf seinem Weg. Also sprechen wir hier von religiösem Krieg. Dschihad. Kannst du das dem Publikum erklären? Nun, wie ich sagte, Mohammed behauptet, und es gibt mehr als 100 Verse im Koran über das Kämpfen. Kämpfen, um den Islam der Welt aufzuzwingen. Kämpfen, um die Sache Allahs, die Sache des Islam voranzutreiben. Und die ganze Welt muss vom Islam übernommen werden. Die ganze Welt ist in 2 Teile geteilt. Dar al-Islam, das Haus des Friedens, Dar al-Harb, das Haus des Krieges. Und es gibt einen dauerhaften Dschihad des Islam gegen den Rest der Welt. Nun kann es Zeiten geben, in denen man denkt, es gäbe so etwas wie relativen Frieden, einen Waffenstillstand. Es kann niemals Frieden geben. Du wirst merken, im Nahen Osten reden sie nicht von Frieden. Arafat redet nicht von Frieden. Es ist ein Waffenstillstand. Du kannst einen Waffenstillstand bis zu 10 Jahren haben und nicht mehr. Und nur, weil der Islam zu schwach ist, den Angriff voranzutreiben. In den Vereinigten Staaten, ja, wir haben Muslime, Tausende von ihnen. Sie scheinen freundlich zu sein und sie würden sich nicht an solchen Angriffen beteiligen, weißt du? Sie würden sich nicht am Dschihad beteiligen. Nun, das liegt daran, dass dies kein muslimisches Land ist. Der Islam hat nicht die Macht, sich durchzusetzen. Aber geh nach Saudi-Arabien und du weißt, dass jeder, der seinen Glauben verlässt, ein Muslim, der zum Christentum oder zum Buddhismus oder Hinduismus oder was auch immer übertreten wollte, sie töten ihn. Das ist das Gesetz des Islam. Das sind also keine Fanatiker. Und was sollen wir jetzt tun? Du weißt, dass im Jahr 732 nach Christus in der Schlacht von Tours in Frankreich die Muslime zurückgeschlagen wurden. Sie hatten Spanien eingenommen, sie hatten Portugal eingenommen. Du erinnerst dich an die Stadt Fatima, wo unsere liebe Frau von Fatima erschienen ist. Und dort gibt es jetzt einen riesigen Schrein, der von Millionen Katholiken aus der ganzen Welt besucht wird. Du erinnerst dich, dass es unsere liebe Frau von Fatima war, die das Leben des Papstes gerettet hat, so sagte er. Und er ging dorthin und setzte eine Kugel, die man ihm nach dem Attentatsversuch aus dem Körper entfernt hatte, in die Krone unserer lieben Frau von Fatima ein. Nun, Fatima, das ist ein arabischer Name.
wurde nach Mohammeds Lieblingstochter Fatima benannt, als die Muslime die Kontrolle hatten. Dann gingen sie bis nach China. Das waren Verteidigungskriege, verstehst du? Die Chinesen bedrohten sie. Absolut erstaunlich, denn ich glaube, es war Will Durant, der sagte, es habe keinen, was hat der deutsche Blitz die Mongolen hervorgebracht? Niemand hat so etwas je getan. Nun, Dave, was war die Motivation? War das ein Eifer für ihre Religion oder hatte das etwas mit Beute zu tun oder damit, die Truppen zu vergrößern, sie auszuzahlen? Nun, Was war es? sie haben jede Stadt geplündert, in die sie kamen. Also ist das eine Art, die Truppen zu bezahlen, richtig? das stimmt. Sie mit Nahrung versorgen. Richtig. Sie in. Aber, Tom, man müsste sagen, die anderen Truppen haben wohl auch geplündert, obwohl sie vielleicht etwas besser unter Kontrolle gehalten wurden. Das Blut füllte einfach die Straßen. Die Eroberung von Konstantinopel oder, Ströme von Blut, die die Straßen hinunterliefen. Orgien, die 3-4 Tage dauerten. Also haben sie überall geplündert, wo sie hinkamen. Die Einwohner abgeschlachtet. Das war ein Teil davon. Aber Tom, der Hauptgrund, warum diese islamischen Krieger so wagemutig waren, sie wollten sterben. Wir haben Inschriften, die weit zurückgehen, bis in die 700er, 800er, nun späte 600er, wo die muslimischen Krieger sagen würden, Allah, bitte gewähr mir im Dschihad zu sterben. Denn Mohammed sagte, der einzige sichere Weg sei im Dschihad zu sterben. Nun versprach er Abu Bakr, der erste Kalif war, der übernahm und dessen Männer etwa 70.000 ehemalige Muslime abschlachteten. Er versprach Abu Bakr, er war tatsächlich der erste von 10, denen Mohammed das Paradies versprach, ohne im Dschihad zu sterben. Und Abu Bakr sagte, selbst wenn ich schon einen Fuß im Paradies hätte, könnte ich Allah nicht trauen, er könnte mich hinausstoßen. Denn es gibt eine Reihe von Stellen im Koran, wo Allah sagt, zu welcher Zeit auch immer wir eine Offenbarung aufheben, mit anderen Worten, wir schaffen sie ab, setzen wir eine bessere an ihre Stelle. Nun, im Gegensatz zum Gott der Bibel, der sagt, ich, der Herr, ändere mich nicht, ist Allah veränderlich. Du weißt nicht, was er als nächstes sagen wird, und er ändert seine Offenbarungen. Er widerspricht sich. Also ist der einzige sichere Weg dann, selbst wenn dir Mohammed versprochen hätte, dass du ins Paradies kommst, könntest du nicht sicher sein, weil Allah größer ist als Mohammed. Er könnte dich hinauswerfen. Also der eine Seite sichere Weg. Und das ist natürlich das, was den Terrorismus heute antreibt. Das ist das, was die Entführer, die in die Zwillingstürme und das Pentagon geflogen sind. Das ist das, was die Terroristen, Selbstmordattentäter in Israel, das ist, was sie glauben, dass dies ihr einzig sicheres Ticket ins Paradies ist. Nun, wenn du keine Angst hast zu sterben und tatsächlich dein Leben riskierst, damit deine Truppen gewinnen. Dave, du gibst im Buch einige Beispiele von obersten Imamen, muslimischen Führern, die zur Ermordung anderer Führer aufrufen. Richtig. Arabischer Führer, sogar islamischer Führer. Natürlich. Und wir im Westen sind schockiert über jemanden, der die Dreistigkeit, den Mut, die Kühnheit hätte. Nun, eigentlich sind wir darüber entsetzt. Das wirkt brutal. Und doch ist das die Grundlage dafür. Sobald man sich auf den Dschihad beruft, machen sie das seit Hunderten und Aberhunderten von Jahren. Und sie sehen darin kein Problem. Aber wir sind schockiert darüber. Tom, ich hatte gestern Abend gerade einen Anruf aus Israel. Und die Israelis sind wirklich am Ende. Sie wissen nicht, was sie mit diesen Leuten machen sollen. Hier ist die Denkweise. Wenn sie gezielt Zivilisten angreifen, Frauen und Kinder, in einen Bus voller Schulkinder steigen, sich in die Luft sprengen, die Welt sagt nichts. Die UNO hat Terrorismus nie verurteilt.
Aber wenn Israel, sie schalten den Kopf der Hamas aus. Er hat diese Leute ausgebildet. Er schickt sie hinein. Er ist verantwortlich für den Tod von Hunderten von Zivilisten. Dann ist die Welt außer sich. Wie könnt ihr das nur tun? Nun, gerade jetzt, Tom, haben wir einen Aufruhr wegen des Missbrauchs von Gefangenen im Irak durch eine Handvoll amerikanischer Soldaten. Nun gut, wir sind entsetzt. Amerikaner sind darüber entsetzt. Was machen sie? Sie schlagen einem Mann den Kopf ab. Wir zeigen euch, wie man Menschen behandelt. Nun, kann man das Köpfen eines Menschen mit dem Missbrauch eines Gefangenen gleichsetzen? Und was haben sie getan? Was hat Saddam Hussein getan? Was unsere Leute in seinem Gefängnis getan haben, wo er über viele Jahre Menschen gefoltert und getötet hat, zu Tausenden. Also hast du ein ziemlich verzerrtes Empfinden für richtig und falsch. Also, wenn Israel sich verteidigt, gibt es weltweit Empörung. Wie könnt ihr es wagen, diesen Mörder zu töten? Aber wenn sie unschuldige Zivilisten töten, also Tom, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das ist die Denkweise, die den Islam antreibt. Dschihad, es muss einen dauerhaften Dschihad geben, bis der Islam die Welt übernimmt. Nun Tom, es ist ernster als das. Mohammed sagte, sie würden die Welt übernehmen. Der Koran verspricht das. Allah hat es versprochen. Und Allah sagt, dass dieses Land dort im Nahen Osten, sie nennen es jetzt Palästina, was es nicht ist. Und wir haben das früher erklärt, den Arabern gehört. Es gehört den Muslimen. Solange Israel also auch nur einen Quadratjahr dieses Landes hat, ist das eine Beleidigung für den Islam. Und das haben wir schon erwähnt. Der Islam ist eine falsche Religion. Mohammed ist ein falscher Prophet. Sie müssen die Israelis töten. Sie müssen sie vernichten. Weil Mohammed sagte, der letzte Tag könne nicht kommen, bis jeder Jude auf dieser Erde getötet worden ist. Der einzige Punkt, den ich machen will, Tom, ist, wir können weiter zurückgehen, als wir es im Buch tun. Aber du machst den Punkt, dass es nicht der 11. September 2001 war. Das ist nicht der Anfang. Es begann mit Mohammed. Richtig. Aber es steckt in ihrer Religion. Und solange Präsident Bush weiter sagt, der Islam ist Frieden, verfehlen wir den Punkt. Das ist ihre Religion. Und irgendwie, Tom, wenn wir sie nur von der Vorstellung befreien könnten, dass man durch das Ermorden von Menschen ins Paradies kommt, würde das viele Leben retten. Ja, Dave, so ist der Islam. So ist es seit 1300 Jahren oder mehr. Nun, was hat den Aufstieg des Fundamentalismus in den letzten 50 bis 100 Jahren verursacht? Nun, es gab eine Reihe von Faktoren. Die Kolonialmächte, so sehr sie auch verunglimpft worden sind. Und ich bin sicher, es gab einige Missbräuche. Aber geh nach Afrika, wechseln wir das Thema kurz ein wenig und sieh dir an, was dort vor sich geht. Was passiert gerade in Simbabwe? Du hast einen Mörder, einen Terroristen, der Menschen abschlachtet. Aber er ist der Kopf der Regierung. Und als sie die Kolonialmächte loswurden, gingen die Afrikaner, die Schwarzen, aufeinander los. Da gibt es Korruption, wie du es dir nicht vorstellen kannst, und so weiter, okay? Als die Kolonialmächte dort waren, hielten sie zumindest Ordnung. Sie bauten Straßen, sie hatten stabile Regierungen, und der Islam hatte nicht die Gelegenheit aufzusteigen. Als die Kolonialmächte abgezogen wurden, dann ist der Islam im Aufstieg. Er übernimmt. Er bedient das Verlangen der Afrikaner, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Aber das werden sie nicht mit dem Islam tun. Das erkennen sie nicht. Also haben zum Beispiel in Nigeria 15 der 19 nördlichen Bundesstaaten Nigerias die Scharia, das islamische Recht, eingeführt. Sie haben tausende Christen abgeschlachtet, hunderte Kirchen niedergebrannt. Nun, ein weiterer Faktor war natürlich, wie wir erwähnt haben, der Koran, die Hadithe. Mohammed sagte, dieses Land gehöre den Arabern, nicht den Juden, und versprach, dass die Araber, eigentlich die Muslime, sie erobern würden. Nun, das ist nicht geschehen. Sie sind gedemütigt. 1948,
als die israelischen Siedler die Unabhängigkeit erklärten. 600.000 von ihnen wurden sie von den regulären Armeen von 7 arabischen Nationen mit Panzern und Flugzeugen angegriffen. Und wer gewann? Die israelischen Siedler besiegten die regulären Armeen. Das ist demütigend. Und dann in 56, 73, nun 67 und so weiter. Sie sind jedes Mal besiegt worden. Nun predigen die Imame in den Moscheen. Wisst ihr, warum wir besiegt werden? Weil ihr Allah nicht gehorcht. Ihr lernt den heiligen Koran nicht auswendig. Ihr studiert eure Schriften nicht. Und wenn ihr zur Wahrheit Allahs und des Islam zurückkehrt, dann werdet ihr erobern. Darum geht es also bei Osama bin Laden. Aber die Demütigung geht weiter. Was passiert? Und die Muslime töten Muslime und kämpfen gegen Muslime. Also hast du Saddam Hussein, er plündert Kuwait und er wird Saudi-Arabien übernehmen. Sie müssen die Ungläubigen rufen, damit sie ihnen helfen. Dave, du hast ein Zitat im Buch. Nun, eigentlich Tom zum Beispiel. Ich spreche von 30.000 Menschen, die in Algerien getötet wurden. Inzwischen mehr als 100.000. Muslim gegen Muslim. Die Muslime töten, bekämpfen einander und töten einander. Aber mach weiter, entschuldige. Nein, schon gut. Aber Israel wird beschuldigt. Es ist immer Israels Schuld. Bei allem, worüber wir gesprochen haben, denke ich, läuft es auf dieses Zitat hinaus, was betrifft, wie wir im Westen das, was geschieht, sehen sollten, wie wir es verstehen sollten. Diese Person schreibt, der Islam ist eine eindeutig arabische kulturelle Religion. Wenn das nicht fest begriffen wird, ist kein wirkliches Verständnis des Islam möglich, und Westler werden niemals verstehen, warum Muslime so denken und handeln, wie sie es tun. Das ist das 7. Jahrhundert. Darum geht es. Richtig. Nun, das ist es, was die Taliban dort durchsetzen wollten. Das ist es, was vor sich geht. Und Tom, es passiert. Wir haben es hier im Buch dokumentiert. Wir sind dabei, das Buch auf den neuesten Stand zu bringen, es zu aktualisieren. Ich hoffe, wir werden das abschließen können. Aber die gegenseitigen Betrügereien unter ihnen. Zum Beispiel hatte Kuwait Arafat unterstützt. Was hat Arafat getan? Er gab Geheimdienstinformationen weiter, weil viele Palästinenser in Kuwait lebten. Er gab Geheimdienstinformationen an Saddam Hussein, damit Saddam Hussein Kuwait plündern konnte, weil er dachte, Saddam Hussein würde das Ganze übernehmen, einschließlich Saudi-Arabien, und er wollte auf der Siegerseite stehen. Unter diesen Leuten gibt es keine Ehre. Und du weißt, dass die PLO, die Hamas, der Terrorismus, den sie verübt haben, und sie tun es im Namen Allahs. Das ist also die Geschichte aus der Vergangenheit. Und in diesem Kapitel Terrorismus und Islam versuchen wir einfach zu dokumentieren. Wir legen es dar. Das sind keine Extremisten. Das sind Fundamentalisten. Das sind echte Muslime. Das ist es, was der Islam von Anfang an gewesen ist. Und der Westen sollte besser zu dieser Tatsache aufwachen. Und was können wir dagegen tun, Tom? Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich bete darüber. Und wie ich vor ein paar Minuten gesagt habe, diese lieben Menschen, sie sind belogen worden. Man hält sie in Dunkelheit und Knechtschaft. Und sie denken, das Größte, was sie tun können. In PLO-Gebiet hast du kleine Kinder, kleine Jungen und kleine Mädchen, die als Märtyrer sterben wollen. Aber du hattest gerade, Tom, du hattest gerade einen 11-jährigen Jungen, der nach Israel hineinging. Er hat seinen Schulranzen auf dem Rücken. Man sagte ihm, wenn er den nach Israel hineinträge, würde er viel Geld bekommen. Nun, sie waren ein bisschen misstrauisch ihm gegenüber, und sie öffneten die Tasche. Du hast, glaube ich, etwa 30 Pfund Sprengstoff, mit Kugellagern und Nägeln und allen möglichen anderen Dingen. Sie wollten dieses Kind opfern. Er wusste nicht, dass er das bei sich hatte. Er wollte kein Selbstmordattentäter sein. Und der einzige Grund, warum sie es herausfanden, war, dass es einen Klick gab, als sie versuchten, das Ding zu entschärfen. Es sollte durch ein Handy ausgelöst werden. Und tatsächlich versuchten sie es auszulosen, als sie sahen, dass er gestoppt wurde. Sie wollten, dass er in einen Bus steigt, einen Kinderbus.
aber irgendetwas versagte im Mechanismus. Sonst hätten sie es nicht bemerkt. Also hier ist ein 11-jähriger Junge. Tom, diese Leute haben kein Gewissen. Das Leben bedeutet nichts, aber es ist alles für die Sache Allahs. Und es ist alles im Gehorsam gegenüber Mohammed und dem Koran und den Hadithen. Und das sollten wir besser verstehen, dass wir irgendwie diese lieben Menschen aus dieser Täuschung befreien können, dass sie meinen, sie könnten in den Himmel kommen, indem sie andere Menschen ermorden. Wenn wir sie davon befreien könnten, könnten wir viele Leben retten.